Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Sag mal, vergleichst du im Alltag auch ständig Dinge? Dieses Handy ist besser, der Weg ist kürzer oder der Tag heute ist anstrengender als gestern? Genau solche Sätze machen dein Deutsch lebendig und natürlich. Wenn du lernen willst, dich klarer auszudrücken und natürlicher zu klingen, bleib unbedingt dabei und abonniere den Kanal für weitere Lektionen. Bevor wir uns die Regeln anschauen, hören wir zuerst in eine kleine Alltagsszene hinein. Achte einfach darauf, wie zwei Menschen Dinge miteinander vergleichen. Du musst nicht alles sofort verstehen. Das Gefühl kommt zuerst, die Struktur danach. Findest du diese Wohnung schön? Ja, sie ist größer als meine alte Wohnung. Stimmt. Und die Küche ist heller als vorher. Mir gefällt auch das Wohnzimmer. Es ist gemütlicher als das im letzten Haus. Aber die Miete ist höher als gedacht. Ja, das schon. Trotzdem ist die Lage besser als früher. Und der Weg zur Arbeit ist kürzer. Genau. Insgesamt ist diese Wohnung einfach praktischer. Im Dialog hast du gehört, wie ganz selbstverständlich verglichen wird. Einige Formen klangen vielleicht vertraut, andere hast du nur gefühlt, aber noch nicht bewusst erkannt. Genau diese Wörter nehmen wir uns jetzt vor, damit du Vergleiche im Alltag sicher und natürlich ausdrücken kannst. Heller, mehr Licht haben. Beispiel: Das Zimmer ist heller. Gemütlicher, sich gut und angenehm fühlen. Beispiel: Das Sofa ist gemütlicher. Höher, weiter nach oben gehen. Beispiel: Die Miete ist höher. Besser, eine Sache ist positiver. Beispiel: Das Wetter ist besser. Kürzer, weniger Zeit oder Länge brauchen. Beispiel: Der Weg ist kürzer. Praktischer, einfacher im Alltag zu benutzen. Beispiel: Diese Lösung ist praktischer. Jetzt hast du die Vergleichsformen schon bewusst gesehen. Damit sie wirklich sitzen, gehen wir noch einmal zurück in die Geschichte. Dieses Mal fehlen genau diese Wörter. So kannst du aktiv prüfen, ob du sie schon sicher anwenden kannst. Findest du diese Wohnung schön? Ja, sie ist größer als meine alte Wohnung. Stimmt. Und die Küche ist heller als vorher. Mir gefällt auch das Wohnzimmer. Es ist gemütlicher als das im letzten Haus. Aber die Miete ist höher als gedacht. Ja, das schon. Trotzdem ist die Lage besser als früher. Und der Weg zur Arbeit ist kürzer. Genau. Insgesamt ist diese Wohnung einfach praktischer. Sehr gut! Du hast die Vergleiche im Dialog erkannt und sie selbst im Text eingesetzt. Jetzt ist der richtige Moment, kurz innezuhalten und genauer hinzuschauen, wie diese Vergleichsformen aufgebaut sind und warum sie im Alltag so oft benutzt werden. So wird aus dem, was du schon richtig fühlst, eine klare und sichere Struktur. Komparation. Wie wir im Dialog gehört haben,
vergleichen Nina und Tom ihre neue Wohnung mit der alten. Sie sprechen nicht nur darüber, wie die Wohnung ist, sondern auch darüber, dass etwas größer, heller, besser oder praktischer ist als vorher. Genau hier benutzen wir die Komparation, also den Vergleich. Im Gespräch haben wir zum Beispiel gehört, größer als meine alte Wohnung, heller als vorher, gemütlicher als das im letzten Haus, höher als gedacht, besser als früher, kürzer, praktischer. An diesen Beispielen sehen wir schon sehr gut, wie man im Deutschen Dinge miteinander vergleicht. Jetzt schauen wir uns das ganz ruhig an und gehen Schritt für Schritt vor. Erklärung der Grammatik Schritt für Schritt. Wenn wir zwei Dinge vergleichen, benutzen wir im Deutschen sehr oft die Form eher als. Damit sagen wir, eine Sache hat mehr von einer Eigenschaft als eine andere. Wie wir im Dialog gehört haben, sagt Tom zum Beispiel, sie ist größer als meine alte Wohnung. Hier vergleichen wir zwei Wohnungen. Die neue Wohnung ist groß, aber die alte war nicht so groß. Deshalb kommt größer als. Die Bildung ist meistens ganz einfach. Wir nehmen das Adjektiv und hängen eher an. Aus groß wird größer. Aus hell wird heller. Aus hoch wird höher. Danach kommt fast immer als und dann der zweite Teil des Vergleichs. Zum Beispiel: Die Küche ist heller als vorher. Die Miete ist höher als gedacht. Jetzt schauen wir auf ein längeres Adjektiv. Im Dialog hören wir: Diese Wohnung ist praktischer. Bei längeren Adjektiven wie praktisch oder gemütlich passiert fast das Gleiche. Auch hier kommt er dazu. Praktischer, gemütlicher. Manchmal klingt das Wort ein kleines bisschen anders, aber das Prinzip bleibt gleich. Adjektiv plus er plus als. Ganz wichtig ist, nach als kommt keine Veränderung mehr am Adjektiv. Wir vergleichen nur, wir beschreiben nichts Neues. Fragen und Antworten für die Praxis. Jetzt üben wir den Vergleich mit kurzen Fragen und Antworten aus dem Alltag. Hör gut zu und achte darauf, wie der Vergleich gebildet wird. Wie ist deine neue Wohnung? Sie ist größer als die alte. Wie ist der Weg zur Arbeit? Er ist kürzer als früher. Wie findest du das neue Café? Es ist gemütlicher als das alte. Wie ist das Wetter heute? Es ist besser als gestern. Du siehst, wir vergleichen immer zwei Dinge. Wir benutzen die Form er und danach kommt als. So klingt der Satz klar und natürlich. Jetzt bist du dran. Vergleiche zwei Dinge aus deinem Alltag. Zum Beispiel deine Wohnung, deine Arbeit, dein Handy oder deinen Weg. Bilde einen Satz mit er plus als und schreibe ihn in die Kommentare. Mach dir keine Sorgen wegen Fehlern. Wichtig ist, dass du anfängst zu vergleichen. Jetzt hast du gesehen, wie Vergleiche aufgebaut sind und warum sie im Alltag so wichtig sind. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit, bis alles ganz automatisch kommt. Und das ist völlig in Ordnung. Genau deshalb ist Übung so wichtig. Und genau dafür war diese Lektion gedacht. Danke, dass du dir diese Lektion bis zum Schluss angesehen hast. Jetzt, wo du die Grammatik verstanden und die Beispiele gehört hast,
kannst du Vergleiche im Deutschen bewusster und sicherer verwenden. Wenn dir das Video gefallen hat, unterstütz den Kanal mit einem Like und abonniere ihn, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Teile das Video gern mit Freunden, die ihr Deutsch verbessern wollen. Zusammen lernt es sich einfacher und motivierender. Nimm dir ruhig Zeit, die Lektion noch einmal anzuschauen. Und wenn etwas noch unklar ist, geh auch gern zu den vorherigen Videos zurück. Wiederholen gehört zum Lernen dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib dran, hab Spaß am Lernen und bis bald. Schreib in die Kommentare, was ist heute einfacher oder besser als früher?